Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Ich hatte letztens richtig Bock auf Focaccia, das ist dieses schöne belegte italienische Brot. Und ja, offenbar habt ihr auch irgendwie Lust da drauf oder seid auf der Suche nach einem Rezept. Und ich freue mich, dass ihr heute auf mein Video gestoßen seid und ich möchte euch gerne zeigen, wie ich das jetzt gemacht habe. Und schaut mal, so sieht das Ergebnis bei mir aus. Und ich freue mich riesig, das jetzt zu essen und ich freue mich riesig, dass ihr euch jetzt mein Video anschaut. Und wenn euch das gefällt, würde ich mich über ein Like, über ein Abo oder über einen Kommentar sehr freuen. Bis später und danke euch. Also fangen wir mit dem Teig an. Ihr braucht ungefähr 400 Gramm ganz normales Weizenmehl. Gebt das in eine Schüssel und am besten nehmt ihr euch eine Waage dazu, sodass ihr dann halt eben entsprechend die Menge gut abschätzen könnt. Als nächstes nehmt ihr den Hartweizengrieß. Davon benötigt ihr ca. 100 Gramm. Gebt das einfach ganz normal zu dem Mehl hinzu und verrührt das dann einfach im Anschluss gut miteinander, sodass dann halt entsprechend eine Mischung aus Weizenmehl und Hartweizengrieß entsteht. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch eine Schüssel und gebt dort rund 300 Milliliter lauwarmes Wasser hinein. In dem Wasser werden wir jetzt nämlich die Hefe hinzufügen und entsprechend auflösen, also verrührt sie einmal gut, sodass wir da ein Hefe-Wasser-Gemisch dann halt dementsprechend erhalten. Zu der Hefe kommt jetzt ein gestrichener Esslöffel Zucker sowie ein gestrichener Esslöffel Salz. Gebt das einfach mit in das Gemisch rein und im Anschluss rührt ihr das Ganze nochmal gut um und vor allen Dingen lasst es danach auf jeden Fall gut 5 Minuten so stehen, sodass sich die Zutaten weiter auflösen können. Ja, als nächstes geben wir unser Mehl zu der Hefe hinzu. Allerdings mache ich das jetzt nicht alles auf einmal rein, sondern ich portioniere das etwas ein bisschen und verrühre quasi erstmal einen Teil des Mehls quasi. Das führt dazu, dass man die Zutaten halt so einfach ein bisschen besser miteinander verrühren kann. Und ich taste mich jetzt quasi Schritt für Schritt an meinen Teig heran. Wie ihr seht, ich gebe halt immer wieder kleinere Mengen mit in die Schüssel hinzu, verrühre diese miteinander und wenn die sich quasi aufgelöst haben, dann kommt quasi der nächste Schwung an Mehl hinzu. Und ihr werdet es jetzt gleich sehen, ich gebe jetzt gleich noch einen kleinen Schuss Olivenöl mit da rein. Was hat das für einen Vorteil? Der Vorteil ist, dass sich die Dehnfähigkeit eures Teiges verbessert. Das liegt daran, dass halt eben die Dehnfähigkeit des Klebeeiweißes dadurch wesentlich verbessert wird, was dazu führt, dass sich dann entsprechend auch das Volumen und die Haltbarkeit eures Teiges dann eben verbessert, mit dem großen Vorteil, dass die Hefe in ihrer Tätigkeit nicht eingeschränkt wird. Das bedeutet einfach, der Teig kann wesentlich länger Feuchtigkeit binden, euer Brot bleibt damit einfach länger frisch und deswegen nehmt ihr einfach ein gutes Olivenöl. Ja, so langsam komme ich mit dem Schneebesen nicht mehr so wirklich weiter, sodass ich den jetzt einfach zur Seite lege und quasi mit den Händen weitermache. Das ist eine klebrige Angelegenheit. Also gebt auf jeden Fall immer ein bisschen Mehl mit hinzu, falls es zu klebrig wird und knetet quasi den Teig schon mal ein bisschen in der Schüssel vor, sodass sich dann halt entsprechend alle Zutaten gut miteinander verbinden und und im nächsten Schritt müsst ihr eigentlich nur noch dann ein Tuch organisieren, was ihr quasi über die Schüssel legt und gibt dem Teig dann eine gute Stunde Zeit, um sich auszuruhen und sich quasi zu vermehren, sodass er gehen kann. Ja, während der Teig sich jetzt nun ausruht, haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere weiteren Zutaten zu verarbeiten. Also ihr könnt jetzt Gemüse nehmen, worauf ihr Bock habt. Ich habe jetzt hier mich für eine rote Zwiebel entschieden und ja, die schält ihr natürlich und schneidet sie in
ja, wie ihr wollt. Also ihr könnt sie in Streifen schneiden, in Würfel. Ich habe jetzt hier mich für einen Längsschnitt entschieden, einfach um die Optik der Zwiebelstruktur so ein bisschen zu nutzen für das Focaccia. Und ja, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ne? Also da seid ihr völlig frei. Ja, als nächstes geht es mit dem Knoblauch weiter. Ich muss sagen, diese Zutat ist schon essentiell für dieses Focaccia-Rezept, weil wir damit eine kleine Marinade herstellen. Wie ihr seht, gebe ich zu dem Knoblauch noch ein bisschen von dem Olivenöl. Der Rosmarin, den ich gezupft habe, den gebe ich ebenfalls dort hinein, verrühre das Ganze und lass der Marinade auch so ein paar Minuten Zeit, sodass sich die Aromen dort drin so ein bisschen verteilen können. Ja, jetzt geht's weiter mit unserem Teig. Der hat sich hoffentlich gut vermehrt und ist schön aufgegangen. Verteilt ein bisschen Mehl auf eure Arbeitsfläche und knetet den Teig dann nochmal gut durch. Zieht ihn auch mal so ein bisschen in die Länge, sodass die Klebestoffe sich so ein bisschen dehnen und ja, knetet ihn durch, formt ihn zu einem entsprechenden Focaccia-Brot. Ihr solltet auf jeden Fall ein Backblech haben und dieses mit Backpapier auskleiden, worauf ihr dann wiederum wirklich eine gute Portion Olivenöl drauf verteilt. Also es sollte wirklich satt sein. Und ja, verteilt den Teig dann einfach da drauf und zupft bzw. drückt so kleine Mulden in euren Focaccia-Teig hinein. Ja, als nächstes kommt nämlich jetzt eure Marinade ins Spiel. Das heißt, ihr nehmt euch einfach einen Pinsel, das geht auch mit einem Löffel oder was auch immer, kein Stress an der Stelle. Verteilt das einfach gut über den kompletten Teig. Es ist, muss und sollte wirklich richtig satt sein und gut mit dem Olivenöl eingepinselt werden. Und ja, das sorgt für einen richtig guten, leckeren Geschmack, auch vor allen Dingen in Verbindung mit dem frischen Rosmarin. Ja, Freunde, so langsam kommen wir zum Finale. Wir fangen jetzt an, unsere Focaccia zu belegen. Ich habe jetzt hier nochmal so 2 frische Frühlingszwiebeln, Stängelchen genommen und ja, belege jetzt peu à peu quasi meinen Teig. Hier sehen wir die längs geschnittenen Zwiebeln. Ich habe jetzt hier mal versucht, so ein paar Blümchen zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das so gelungen ist. Ist auch egal. Muss ja schmecken. Und genau, belegt das jetzt einfach in Ruhe, so wie ihr wollt. Ihr könnt auch gerne versuchen, mal Gesichter zu bauen oder was auch immer. Das ist eure Fantasie, überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und ja, verteilt einfach alles da, wo Platz ist. Wenn ihr mit dem Belegen durch seid, dann schiebt den ganzen Apparat in euren vorgeheizten Backofen. Ich habe meinen Backofen auf 200 Grad, ja gut 200 Grad vorgeheizt und habe quasi meine Focaccia dann entsprechend eine gute halbe Stunde dort drin gebacken. Also müsst ihr mal gucken, wenn sich der Teig so langsam braun verfärbt, dann ist das Ganze gut und ihr könnt euch darauf freuen, eine richtig leckere Focaccia zu essen. Ja, das war's jetzt schon wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Video wieder dabei und ich glaube, ich mache das nächste Mal irgendwas mit Hackfleisch. Ich habe irgendwie mal wieder Lust auf Hackfleisch. Irgendwas mit Hackfleisch. Also lasst euch überraschen.
Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Und ich sage bis bald und macht's gut.